Man hat 500 Freunde in der Liste und oft niemanden, den man nachts um 3 Uhr anrufen kann, wenn alles zusammenbricht. Alles ist vernetzt und trotzdem war Einsamkeit selten so sichtbar wie heute. Die ganze Welt passt mittlerweile in unsere Hosentasche, während die Verbindung zum echten Leben draußen schleichend auf der Strecke bleibt. Social Media hat uns Nähe versprochen, aber am Ende fühlt es sich eher nach digitaler Kälte an. Jeder ist erreichbar, aber man gehört nirgendwo wirklich dazu. Warum verschickt man Herzen, wenn am Ende keine Wärme ankommt? Und warum akzeptiert man lachende Emojis vor Gesichtern, die völlig leer sind? Es wirkt so, als würden einige nur noch ihr eigenes Leben spielen vor einem Publikum, das sie nie wirklich kennt. Ein Like fühlt sich niemals an wie eine echte Umarmung. Ein Emoji ist eigentlich nur ein Zeichen auf einer kalten Glasscheibe. Wenn ein Like aufpoppt, denkt der Kopf kurz, ich werde gesehen. Aber das menschliche Nervensystem ist nicht für digitale Beziehungen gemacht. Wer durch den Feed scrollt, sieht Urlaub, Partys, Erfolg. Das Gehirn registriert die soziale Aktivität, aber im Inneren passiert nichts, weil man kein Teil davon ist. Man vergleicht den eigenen Alltag mit der perfekten Inszenierung eines Fremden, den müden Montag gegen einen Sonnenuntergang am Strand. Online zeigt kaum jemand sein wahres Leben. Niemand postet seine Isolation oder den Moment, in dem er eigentlich ratlos an die Decke starrt. Einsamkeit ist schon lange kein privates Gefühl mehr. Es ist ein gesellschaftliches Problem geworden. Selbst die Bundesregierung spricht offen darüber. Studien zeigen, chronische Isolation kann den Körper genauso stark schädigen wie langjähriges starkes Rauchen. Und parallel dazu erleben wir Rekordzahlen an Followern. Aber 5000 Freunde in deiner Liste machen dich am Ende auch nicht glücklicher. Reichweite ist keine Geborgenheit, auch wenn Interface uns das Gegenteil einreden will. Und ja, ich weiß, wie paradox das klingt. Ich sage das hier in einer Kamera auf YouTube. Auch ich bin Teil des Systems, denn ich teile hier offen meine Gedanken. Und deshalb ist die Frage ja auch so wichtig, wo endet der echte Austausch und wo beginnt die Simulation von Nähe? Man konsumiert das Leben anderer, statt sein eigenes wirklich zu leben. Echtes Teilen braucht Zeit und Verletzlichkeit, während Konsum eigentlich nur einen schnellen Klick erfordert. Und zurück bleibt eine Welt, die anderen beim Existieren zusieht, während die eigene Realität im Zimmer verkümmert. Warum hängen wir dann aber so sehr an diesen Geräten? Weil das Gehirn kaum einen Unterschied zwischen einem Stream und einem echten Gespräch kennt. Wenn jemand direkt in die Kamera schaut, reagiert der Kopf, als säße da ein Freund. Das nennt man parasoziale Interaktion, eine Beziehung mit einer Einbahnstraße. Am Ende bleibt man eigentlich nur eine Zahl in der Statistik. Ein Klick, der Aufmerksamkeit bindet, aber keine echte Bindung erzeugt. Und echte Nähe ist sowieso kompliziert geworden. Sie braucht Zeit und Verlässlichkeit, Dinge, für die in einer Welt, die immer schneller wird, eigentlich kaum noch Platz bleibt. Viele Beziehungen bleiben oberflächlich, weil Tiefe eben auch Konflikte bedeutet. Wer sich wirklich zeigt, macht sich verletzlich. Er riskiert Ablehnung und Ablehnung wiegt heute nun mal schwerer, weil man das Gefühl hat, ständig auf einen Markt der Sympathie zu konkurrieren. Man wird bewertet, ignoriert, geliked und das macht was mit einem selbst oder mit dem Selbstwertgefühl. Wenn es schwierig wird, klickt man heute einfach weiter. Warum an einer Freundschaft arbeiten, wenn online tausende neue Kontakte warten? Diese extreme Austauschbarkeit macht alles fragil. Aber entsteht echte Tiefe nicht erst dort, wo man nicht sofort wegrennt? Verbindlichkeit wirkt heute wie ein Risiko. Man hält sich alle Optionen offen. Und genau deshalb bleibt man allein. Man will den schnellen Kick, die schnelle Bestätigung, aber keine Verantwortung übernehmen für das, was man da eigentlich aufbaut. Und dieser Mangel an Verantwortung sorgt dann dafür, dass am Ende eigentlich alles sehr hohl wirkt. Man beobachtet das Leben anderer und verliert dabei das Gefühl für das eigene Ich. Und je mehr man dieses Bild füttert, desto weniger Platz bleibt für die Realität. Aber was passiert, wenn niemand mehr zuschaut? Ständige Erreichbarkeit klingt nach Verbindung, funktioniert aber eher wie eine Isolation auf Ansage. Man ist ständig verfügbar, aber selten wirklich verbunden. Einsamkeit wird oft als persönliches Versagen wahrgenommen, als wäre man nicht mehr interessant genug. Aber jede Stunde vor dem Bildschirm löscht die Zeit für echte Treffen aus. Das Handy ist schon lange kein Werkzeug mehr, sondern ein Konkurrent für das echte Leben. Seit das Handy der Standard ist, sind echte Begegnungen seltener geworden. Man schickt lieber eine Nachricht, statt vorbeizugehen. Jede freie Sekunde wird mit dem Handy verbracht. Man ist eigentlich nie mehr bei sich, weil man theoretisch überall sein
könnte. Es wird im Außen nach einer Bestätigung gesucht, die im Inneren schon lange verloren gegangen ist. Und die Apps nutzen biologische Schwachstellen aus, um den Verstand im Loop zu halten. Mehr Scrollen, mehr Likes, mehr Einsamkeit. Man weiß alles über jeden, aber man kennt niemanden mehr wirklich. Highlights sind für alle sichtbar, ohne den Schmerz zu sehen. Es war noch nie so leicht, jemanden zu erreichen, aber es war auch noch nie so schwer, jemanden wirklich zu berühren. Das echte Leben ist kein Feed. Es passiert in den Momenten, in denen man eigentlich gar nichts postet. Die ungefilterte Anwesenheit. Man hat sich zwar an die Bequemlichkeit der Distanz gewöhnt, aber diese Distanz hat ihren Preis. Ich mache seit 13 Jahren YouTube und ich bin mittlerweile der Meinung, dass man sich immer wieder von Social Media distanzieren muss. Man braucht eine gewisse Distanz, um sich nicht selbst zu verlieren, vor allem nicht die Realität und vor allem nicht in die Einsamkeit zu rutschen. Denn das echte Leben findet immer noch außerhalb von Social Media statt. Und manchmal hat man so das Gefühl, man sieht ja alles, man weiß alles, aber eigentlich weiß man gar nichts. Damit will ich nicht sagen, dass man über Social Media keine Leute kennenlernen kann, aber die echte Verbindung entsteht nicht über ein Feed oder nicht über eine DM oder nicht über ein Like. Vielleicht ist der erste Schritt raus aus der Einsamkeit nicht noch mehr Vernetzung, nicht noch mehr Show, sondern einfach mehr Realität. Denn am Ende zählt ja nicht, wie viele Leute dir zuschauen, sondern wer bei dir bleibt, wenn das Licht ausgeht. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu. Ich bin gespannt, wie ihr das so seht. Und das war's. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.